Und bleiben wir immer ruhig? Nein. Marion ist ziemlich krank. Die hatte heute Nacht so hohes Fieber, dass ich schon die Krankenversicherungsunterlagen rausgesucht habe. Ich bin echt positiv überrascht, wie gut das Boot hier an den Wind geht. Also entspannt nach vorne laufen ist nicht. Wo soll ich denn hin? Wo du hin möchtest. Dahin? Willst du Nee, auf das die passt Seite? schon. Das passt schon. Ich musste mich zweimal irgendwie abfangen. Ist halt ein bisschen Welle. Ah, das ist schön, mal hier vorne zu sitzen. Weg von dem Motorengebrumm. Und hier hörst du nur die Wellen. Und die sind auch gar nicht so niedrig, finde ich. Aber es geht ja trotzdem ganz gut. Man wird nur ein bisschen müde. Ihr hattet mehrfach irgendwie die Anmerkung gemacht, dass wir immer so ruhig bleiben würden. Und ist das so? Ja. Nein. Dass die Anmerkung kommt, ja, das ist so. Ach so, dass die Anmerkung kam, ja, das stimmt so. Okay. Ja. Und bleiben wir immer ruhig? Nein. Also wir haben natürlich auch so unsere Momente, aber wir haben viele Dinge, die uns passiert sind in den letzten 2 Jahren. Das waren Sachen, wo wir wussten, sie werden irgendwann kommen. Wenn man schon weiß, das und das kann passieren und sich ein bisschen mental darauf einstellt, dann geht man, glaube ich, anders damit um. Ja. Und man kann auch die Rahmenbedingungen ein bisschen so stecken, dass es nicht so hart einschlägt. Unsere beiden Eltern sind nicht mehr die Jüngsten, vor allem meine Eltern. Und da war mir bewusst, dass das sein kann, dass ich mal schnell nach Deutschland fahren muss oder auch länger in Deutschland sein muss. Und so war es tatsächlich auch letztes Jahr und jetzt eben die letzten 10 Tage auch wieder. Und das war auch ein Grund, weswegen ich ganz gerne erstmal ins Mittelmeer wollte, damit man eben schnell reagieren kann, weil im Mittelmeer sind halt die Distanzen auch kleiner und man ist auch immer erreichbar. Viele fahren ja los und fahren direkt gleich im ersten Winter in die Karibik. Unsere Bedingungen waren ja nicht die optimalsten, als wir los sind. Wir machen da erstmal langsam und wir schauen mal, was da noch so auf uns zukommt. Und das war auch, wie wir halt heute wissen, die richtige Entscheidung gewesen, es so zu machen. Ich bin heute froh über die Zeit, die ich noch hatte in Deutschland vor 2 Jahren, und Christoph ist jetzt auch froh über die Zeit, die er jetzt hatte im letzten Jahr, Ja, und sehr froh. deswegen war das schon gut. Aber ich glaube, generell kann man auch sagen, dass wir eher so auf Sicht fahren und keinen Plan verfolgen. Ne? Ja, also was uns jetzt schon viele Nerven gekostet hat, war der tatsächliche Zustand dieses Bootes. Klar wissen wir, dass ein gebrauchtes Boot immer Arbeit mit sich bringt, aber die Menge an Arbeit, also der tatsächliche Wartungszustand und Ist-Zustand, der war uns, ja, egal. Also wir haben ganz viel darüber geredet, wir wollen es jetzt nicht nochmal ausführen. Ja. Das war schon ein Moment, der uns Nerven gekostet hat und der auch vieles in Frage gestellt hat. Unser Konzept sieht eben so ein bisschen auch aus, unterwegs arbeiten und segeln. Und wenn ich eben nur am Boot repariere, dann gerät das halt auch in Schieflage und das ist nicht gut. Das hat mir natürlich sehr viel schlaflose Nächte bereitet. Wir sind aus dem Grunde ruhig und gelassen, weil wir wissen, wenn wir hektisch werden, wenn wir ausrastend rumschreien, wird es auch nicht besser. Es ändert an der Situation nichts. Es ist besser durchzuatmen, sich zu sortieren und nach einer Lösung zu suchen. Also wir würden jetzt lügen, wenn wir sagen würden, wir nehmen alles total gelassen und gar nichts. Natürlich ärgern wir uns auch, aber wir versuchen das. Also es hat alles seine Zeit, Ärger hat seine Zeit, Trauer hat seine Zeit, aber es geht eben auch weiter. Ja, das stimmt. Und es geht weiter, da müssen Lösungen her, wie kann eine Lösung aussehen
Ich finde, da arbeiten wir zwei sehr gut zusammen mit den Lösungen, mit der Lösungssuche und ergänzen uns da auch recht gut. Christoph will manchmal ganz anders als ich und dann ist die gesunde Mitte nämlich die beste Lösung. Ich kann für mich auch nur anmerken, dass ich bei manchen Sachen viel zu lange ausgewichen bin. Mittlerweile ist meine Erfahrung eher, mach's gleich, weil es wird nur schlimmer. Das ist das eine. Und das andere ist, gerade jetzt auch, wenn man so zurückguckt, Motor, Vibrationsdämpfer und so weiter, da muss ich ja stolzerweise sagen, ich habe die Lösung gefunden und der Mechaniker hätte was anderes gewollt vielleicht. Ne? Der nicht nur vielleicht, der wollte was anderes. Der wollte uns einen Motor verkaufen. Also uns hat die Fahrt und das Leben an Bord einfach gelehrt, dass es gar keinen Sinn macht, allzu weit zu denken. Also im Moment denken wir so weit wie Arom eine Wettervorhersage macht. Also 24 Stunden. Ja. Marion hatte gesagt, wir gucken nicht weiter als 24 Stunden. Also so ganz stimmt's nicht. Wir gucken jetzt auf die nächste Woche, haben aber keinen langfristigen Plan für das Ende der Saison. Was wir wissen ist, dass wir den Winter das Boot reparieren werden. Ja, das wissen wir. Die Nachtfahrt neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe gerade meine Schicht von Marion zurück übernommen. Ich habe 3 Stunden geschlafen, von 2 Uhr bis jetzt, bis fast 6 Uhr. Und wir sind noch vielleicht so 30 Meilen vor Kap Formentor entfernt. Den Leuchtturm sehen wir aber schon eine ganze Weile. Es war eine ereignislose Nacht. Das Einzige, was wir hatten, Marion hat mich einmal geweckt, weil eine Fähre sehr nah auf uns zusteuerte. Wir hatten, als wir dann ausgewichen waren, trotzdem nicht viel mehr als eine halbe Meile Distanz zwischen ihr und uns. Und dadurch, dass sie so schnell sind, war das schon beeindruckend. Und was wirklich absolut atemberaubend war der Sternenhimmel, den wir sehen konnten. Wir haben die Milchstraße ganz deutlich gesehen, die Sterne waren sehr hell und man konnte auch mal unterschiedliche Farben wahrnehmen, was man ja so an Land mit dem ganzen Streulicht gar nicht kann. Und ich habe unglaublich viele Sternschnuppen gesehen. Wirklich beeindruckend. Aber wir laufen eben immer noch unter Maschine, haben ziemlich viel Welle und deswegen freuen wir uns, wenn wir bald vor Anker liegen. Was ein Geschaukel. Ach, ich mag nicht mehr. Wir sind kurz vor Mallorca. Die Nacht war ja ruhig, wie Christoph schon sagte, aber es ist jetzt echt, jetzt wird es langsam nervig. Ich freue mich drauf, wenn wir da sind. Haben eben noch mal kurz geguckt, also wir werden erstmal nach Poyensa fahren, einkaufen und Diesel nachtanken, da ist eine Tankstelle ganz in der Nähe und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das mit den Delfinen hat nicht geklappt.
und mit dem Wind auch nicht. Ja, ein bisschen weniger Welle hätte es auch sein dürfen. Also offensichtlich mag Poseidon meinen Lieblings-Gin nicht so sehr. Vielleicht ist er doch Spanier und dann muss ich es doch mit Wermut versuchen. Obwohl es der spanische Gin war. Also der aus Barcelona. 4 Stunden, 5 Stunden, dann sind wir da und dann ist alles gut. In Barcelona sind wir noch völlig fit und gesund und fröhlich losgefahren und kamen auf Mallorca sehr angeschlagen an. Vor allem mich hat es stark erwischt. Wir wollten nur noch eines, erstmal ausschlafen nach dieser anstrengenden Motorfahrt. Am nächsten Tag beschlossen wir, uns in eine ruhige Bucht zu verziehen, damit wir uns in aller Ruhe erholen und ausruhen können und wieder zu Kräften kommen können. Mich hat es besonders stark erwischt. Ich hatte in der Nacht sehr stark wahrscheinlich mit Fieber und mit der Bekämpfung von den Viren zu tun. Und das Ganze sollte sich auch noch viele Tage hinziehen. Daher werde ich in den nächsten Videos nicht so viel auftauchen. Ich lag tatsächlich hauptsächlich in der Koje und habe versucht, mich zu erholen. Hurra, wir haben ein Segelboot. Hinter mir ist die Bucht von Pollença. Wir waren, als wir von Barcelona angekommen sind, direkt hier in die Bucht gefahren und waren jetzt dort eine Nacht. Wir sind beide sehr angeschlagen. Wir haben uns im Flieger irgendwie was eingefangen. Marion ist ziemlich krank. Die hatte heute Nacht so hohes Fieber, dass ich schon die Krankenversicherungsunterlagen rausgesucht habe und mir überlegt habe, was macht man eigentlich, wenn jemand an Bord einer Yacht ohnmächtig wird. Wenn es jemand weiß, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ruft man da über Funk die Salvamento oder über 110? Keine Ahnung. Wir kreuzen jetzt hier die Bucht von Pollença raus. Und ich finde das großartig, weil ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, wir motoren da jetzt raus, weil es genau in den Wind geht. Aber die Bucht ist relativ breit und hier ist ein relativ konstanter Wind. Und deswegen probieren wir das jetzt mal und ich bin eigentlich ganz angetan. Wir fahren jetzt im Moment vielleicht 37 Grad zum Wind bei, was sind denn das? Bei 10 Knoten und ich würde mal sagen, wir haben noch so 4 Knoten Fahrt. Alle 3 Segel sind gesetzt und ey, was will man mehr? Die Sonne scheint, wir können segeln und wir fahren heute in die wunderschöne Bucht, wo wir schon mal waren. Cala San Vicens, das ist hier auf der anderen Seite, sind nur 15 Meilen, deswegen machen wir uns jetzt mal auch den Luxus und kreuzen mal gegen an. It's a summer affair, and it just feels so
tut so gut, endlich mal wieder ein bisschen zu segeln. Wir fahren in die Cala San Vicente, die ist hier auf der anderen Seite von Mallorca, weil wir türkises Wasser brauchen. Ich bin auch froh, wenn wir auf das Boot endlich mal ein bisschen mehr Segelmeilen drauf bekommen. Wir haben ja, nachdem wir das Boot von Livorno überführt haben und auch jetzt hier zu den Balearen und zurück im Mittelmeer, ist ja oft kein günstiger Segelwind. Und da sind wir einfach extrem viel motort. Und deswegen bin ich froh um jede Meile, die wir segeln können. Und ich bin echt positiv überrascht, wie gut das Boot hier an den Wind geht. Ich war ja der Meinung gewesen, Ketches gehen grundsätzlich nicht so gut an Wind. Aber ich bin sehr zufrieden. Und klar, mit den neuen Segeln von Rolly Tasca ist das natürlich erst recht toll. Wir sind in der Bucht angekommen. Es hat perfekt geklappt. Ich konnte fast alles segeln. Ging zwar nur langsam voran, aber es war echt reines Genusssegeln und ja auch eine gewisse Versöhnung mit dem Boot, was uns ja in letzter Zeit eher geärgert hat. Und es war schön, endlich mal wieder zu segeln und nicht zu motoren. Die Bucht hier ist total ruhig, leicht rollig heute, aber das wussten wir. Und dass hier jetzt gerade jetzt einer mit dem Motorboot fährt, ist der erste. Bisher war hier noch totale Ruhe. Eine Sache ist übrigens sehr, sehr schade. Ich habe gestern vom Boot aus, als wir so langsam gesegelt sind, die Drohne fliegen lassen. Weil ich immer so schöne Drohnenaufnahmen sehe von segelnden Booten. Und das war so schön mit der Küste im Hintergrund, mit dem Leuchtturm. Und ich war mir auch sicher, kriegt die Drohne wieder rein. Aber ihr könnt es euch schon denken. Nein, beim Landen ist mir die Drohne abgestürzt und versunken. Wir haben jetzt keine Drohne mehr. Ansonsten sind wir echt glücklich, hier zu sein.